hunting spots my mentor used to take me out to. Bound to be something worth stalking in the area. Da wollte ich ein bisschen näher rangehen und dann erst die Folge starten und dann labert direkt. Egal. Leute, herzlich willkommen zur zweiten Folge von Inselabenteuer, Awaroa. Ich nenne es jetzt einfach so, ja. Ja. Dammhirsche. Es scheint nichts Großes dabei. Aber für den Great One nehmen wir dich mit. So. Gut, dann einmal Truthahngebiet. So. Ah, da. Oh, er ist noch nicht weit gekommen. So cool, wie der Hund das alles platt rennt hier. Ja, fein. Und ein Leckerchen. Er hat jetzt innerhalb von 40 Minuten, der halbe Stunde, dreiviertel Stunde oder so. Und keine Ahnung, wie viele Leckerlis bekommt der Kerl. Ein fleißiger Hund. Gepflegt. Welche Farben sind beim Dammhirsch? Dammhirsch eigentlich selten. Ich schau grad mal. Ich habe mir auch aufgeschrieben. Gescheckt. War das nicht gescheckt? Gefleckt. So. Das ist ein Unterschied. Naja. So, also uns fehlen noch 3 Tierarten, die wir noch nicht erfasst haben. Die Gämse, aber wir kennen zumindest die Waffenklasse, Waffenklasse 3. Dann der Siegerhirsch und die Wildziege, glaube ich, war es noch. Die If you're fehlen. wondering why there's no one around, it's because the reserve is officially closed to visitors for the foreseeable future. And definitely conducting emergency field research, we said. If that's what it takes to get the day trippers to clear out for a hot minute, so be it. I swear I haven't seen this place so deserted in about 10 years. Ah, it's lovely, actually. Even if I can only experience it through you. We used to camp out here when I was little. Tramp over from the other side. Me and a gaggle of other kids carrying backpacks bigger than our whole bodies. Not much of that lifestyle left these days. I miss it sometimes. Don't fall in now. Wouldn't be the first time that's happened here. Ich kann schwimmen. Ich gucke mich erstmal um. Haben wir denn hier noch irgendwas Interessantes? Nee, scheinbar nicht. Aber wir sollen dieses Bäumchen hier fotografieren. Kamera raus. That'll do. It's looking well. We had some hoon try to saw off one of the branches a few weeks ago. Can you believe? Well, luckily someone managed to talk him out of it. Sometimes wedding parties will have the brides come up and sit on it. Wade right into the water and soak those dear dresses. The tree is 80 years old. Started off as a stray branch nailed to a fence. It's a tribute to tenacity, if you ask me. Oh. Right. Now for our next destination. Head down to the shoreline. There's a set of huge boulders there that have to be seen to be believed.
I don't really get why people fall over themselves trying to get slightly different variations of the same photo. Why can't they just stand back and enjoy it? I know what you're thinking. She's showing me some rocks. But trust me on this one. Gib dich zum Strand. Ach, da unten. Our Oh. beaches are buzzing with natural activity. At least they used to be. You Das. get more and more rubbish washed up all over the place lately. You know, bits of plastic pellets, runoff from factories further north. I swear I've seen tin cans with Australian brand names. We do our best, but we can't always prevent the poor critters ending up with junk in their bellies. Ja. Menschen. Anyway, that's the situation. I'll get back to you when you arrive. Just gonna head off for a minute and make some tea. Okay. Dann renne ich mal die 2 Kilometer darüber. So, ich habe doch mal einen Dammhirsch auf der Strecke mit Schokoladenbraun. Okay. Weil ganz ehrlich, scheinbar ist es ja recht einfach. Also Dammhirsche sind generell recht einfach zu jagen, zumindest hier. Auf Hirschwellenempfang habe ich das früher anders empfunden. Aber wenn hier teilweise schon so hochstufige Hirsche rumrennen, also dann denke ich mal, kann ich versuchen, während dem Projekt einen Great One zu kriegen. Das wäre krass. Es kommt darauf an, wie viele Missionen es hier hat. Ich hoffe, es hat wieder Nebenmissionen. Aber soweit ich es mal in Schiffy Stream, Grüße gehen übrigens raus, mitbekommen habe, ist scheinbar Silverwood Peak die Map mit den wenigsten Missionen und die, soweit ich glaube auch noch, was mich erinnere, die einzige Map, glaube ich, die keine Nebenmission hat. Also, schauen wir mal. Aber auf jeden Fall ein Razorback, Stufe 1 Trivial. Nehmen wir mal mit. Das ist noch eine Menge. Und ich habe auch gesehen, jetzt diese Färbung hier ist gar nicht so selten. Also das ist relativ üblich. Also das Üblichste sind dieses Rosa mit schwarzen Flecken. So. Aber ja. 118, okay. Ne, wir hatten von einem, der war 100 irgendwas bis 100 irgendwas. Naja. Wir haben hier eine Brücke gefunden. Eine ganz schön alte Brücke. Oh Gott. Oh, wie rostig die ist. Aber sie scheint ja noch in Ordnung zu sein. Wenn es mir hier so ein Hirsch entgegenrennen würde über die Brücke. Das wäre witzig. Cool. Ein schöner Strand. Hier kann man bestimmt auch sehr gut jagen. Dann schauen wir mal. Die gute Frau dürfte ja gleich wieder anfangen zu reden. Was sind denn das für Spuren hier? Der Größe nach zu urteilen würde ich sagen, ein Hirsch. Am Hirsch, ja klar. Also sonst. Ja, ist gut. So. Da vorne sind wir gleich am Zielpunkt angekommen.
Hier ist noch was. Ach, Stockente. Stockenten interessieren mich ehrlich gesagt nicht so wirklich. Ich habe eine melanistische Stockente schon vor Ewigkeiten mal erlegt auf Layton Lake. Also was sollte ich jetzt noch von den Stockenten wollen? Mal gucken. That's better. Nothing like a good old Kiwi herbal blend to sort the head out. Läuft. Läuft, würde ich sagen. Okay, ganz schön viele Bedürfnisgebiete. Immer schön alles aufdecken. Es könnte ja sein, dass es 2 Herden sind. Das ist durchaus möglich. Scheint aber nicht so. Ach, und das sind diese Steine. Da steht ein Zelt. Ist nicht meins. Not my Zelt. Oh, well, look at this. Couldn't help themselves, could they? One last hurrah before we shut the place down. This really can't wait, mate. There's a little blue penguin population nesting not far from here, and they'll gladly take this for food. Oh. Okay, that looks manageable. Let's clean this up and take the photo. Then we can talk hunting again. Well, as you can imagine, being featured in a host of box office hits has done wonders for our profile with tourists. Problem is, a lot of the people who come are just here to take a few photos, dump a heap of rubbish, and then leave unceremoniously. So we end up with messes like this one. I'd like to say that we've become the victim of our own success, but that's letting me off the hook. Right. There should be a stand over on the other end of the beach with rubbish bags and a picker. Ja. We went to all the trouble of installing these, and they still couldn't be bothered. Und Like weg. they had quite the little feast. These kids would have nightmares if you showed them some of what I've seen out here. Birds with stomachs so full of plastic they can't eat. South Island University. I knew it. Way too many people around here who have never respected this place. Also ich kann den Respekt beibringen mit dem Gewehrkolben. Kein Problem. You can leave them over by the stand. There, spick and span. You made quick work of it. Nicht falsch verstehen, Leute. Also sowas macht man nicht, aber das ist echt. That's a perfectly usable tent. No sense wasting it. Anyway, I've had enough of this. Da We hab ich need to jetzt. ensure that we're attracting the right Okay. kinds of tourists, not just day trippers from Christchurch out on their school holidays. Gott, der It's okay Narbe. for people to come here and leave no trace, but it'd be better if we could rely on them to help us with our conservation goals. So hunters seem like the natural target audience. Our deer and goat populations need constant culling. And you better believe I've more faith in people who love the wilderness to respect the place than kids up to no good. Ja, das will ich auch At the sagen. risk of sounding like an old fusspot. Ne, das ist Speaking so. of, let's do what we came to do and grab that photo. Lovely use of lighting. I may have to hire you to help out on my next book project, if I ever finish the current one. Ach, sie ist There's a lot Autorin. of theories about where these boulders came from. Volcanic activity, lightning, even Lightning? aliens. I've heard them Lightning? all over the years. Hey, wie sollen Blitze das Boffins will machen? tell you they were formed over 60 million years ago on the sea floor, like pearls. Die sehen echt ein bisschen That's merkwürdig not the aus. whole story. Sieht aus. When Könnte people man first fast Eier sagen, arrived es in sind New Eier. Zealand, Aha. they took their staple crop with them, kumara, otherwise known as sweet potato. Oh, Fortunately for them, Süßkartoffeln, the weather in lecker. this part of the country isn't exactly conducive to growing much, and the tubers withered and died. So they sent word to the Polynesian homeland, and a canoe set sail with a hardier crop. But it was caught in an intense storm just off the east coast. Each wave that struck it was so large that it made a new hill. Those are the ones you'll see further inland, and all of the cargo went overboard. And that's what these boulders are. Petrified kumara, eel baskets, calabashes. The canoe itself formed the reef further up. Moral of the story? Was? Things have long shelf lives.
A lesson I wish someone had taught those kids. Right, feeling warmed up? Good. It's time for you to show me what you can do. Der ist mir aber arg nah. Der ist aber arg nah runtergekommen. Der war ein bisschen hell. Then you should have everything you need. I got Josh to set it up. He told me to tell you that it's state-of-the-art, equipped with Wi-Fi, so any footage you grab is automatically uploaded to our server. Ist okay. I'm not entirely sure what that means, but I guess I'll be able to see it on here. No pressure then. There's good hunting in the whole of this area, from up around where you cleared out the props earlier to closer to the beach. Take your pick. But just one thing, we want it to show up nice on camera, so no minnows. Try for something at least 30 kg. The larger the better. Should be no problem for a hotshot like you. I wonder if these are the most studied rocks in the whole world. Gotta be up there with Uluru and Balanced Rock. No word back from our friends in Hollywood regarding the props, by the way. War ja klar. My guess is that some Ich wette, der townie thought it'd Regisseur be a heißt hoot to Baden. grab them for their crib. But I'm not keen on the idea of someone wandering around when we're supposed to be closed to visitors. Anyway, nothing you need to worry about right now. Just focus on those killer shots. Lege ein T. Oh, wir haben ein. Oh, finally. Wir haben endlich wieder eine Mission. Egal ob Hauptmission oder Nebenmission. Eine Mission, wo wir ein Tier schießen sollen. Endlich. Hat aber auch gedauert, ey. Wir gehen aber erstmal da vorne, weil da kommen wir sonst wahrscheinlich nie wieder hin. Und währenddessen halten wir die Augen und Ohren offen. Dammhirsch. Oh, ist der aber schnell jetzt. Hab ich den denn getroffen? Der Schuss saß ja goldrichtig. Ja, wir machen es einfach so, wir nehmen jedes Dammhirschmännchen mit, was wir kriegen. Jedes. Was soll ich machen? Und verwerte es. Okay. Das sind über 30 Kilo auf jeden Fall. Gonna make for some great footage. Nichts mit Chase. You're living up to your reputation, I'll give you that. Man muss bedenken, around here ja. think that hunting's heyday peaked in the 70s and 80s. Back when you'd get scores of daredevils out in helicopters gunning down deer 3 at a time. Bitte That's was? not the done thing anymore, for a whole host of reasons. Warum aus dem These Heli? days we need hunters more than ever. And I'm glad I have you on board to help us show the world that. Man darf nicht vergessen, egal auf welcher Map man ist, man spielt immer denselben Got a Jäger. fan here, whore? Josh gave me a hand posting some footage from your hunt to the reserve chat group, and it caught the eye of our resident sharpshooter, Melanie Murphy. Murphy. Melanie's the one who taught me to hunt. She's retired now, but back in the day she worked out on those helicopters with the best, or worst of them. Tough as nails and with a sharp tongue to boot. Aber warum aus dem Heli? We had a bit of a falling out 25 years ago. One of the choppers came down with us in it. That's how I injured my leg. I Oh, won't go into it, but we should never have taken off that day, and Melanie knew it. Well, these days we're cordial to each other, but not much else. Anyway, my mum always told me to let bygones be bygones and all that. Melanie's a better hunter than I'll ever be, advanced age notwithstanding. So I'll do my best to pass on whatever I've learnt from her grows. You're welcome. Right, back on track. Sorry to ask again, but I need you to do me a favour. No, it's not more cleaning up, don't worry. Head to the outpost I've marked on your hunter mate and I'll explain on the way. ja, aber erstmal will ich den Aussichtsturm da haben. Und eventuell noch einen weiteren Dammhirsch.
der da hinten gerufen hat, zumindest. Okay. Der kann hier nicht weg. Den kriege ich. Müssen wir den Bogen ausprobieren eigentlich, aber ein rennendes Ziel, ist das so eine Sache? So. Ich habe keine Ahnung, wo der lang ist. Naja. Okay, der hat Stützen. Ach, das ist ein Leuchtturm. Das ist ein Leuchtturm. Junge. Ah, ich wollte gerade sagen, wie weit geht's denn hoch? Aber ja auch hier, ne? Alles richtig? Nein. Hoppala. Sehe ich den Hirsch hier irgendwo? Vielleicht. Nö. Ist einfach weg. Einfach weg. What the fuck? Na gut. Eine kleine Ohrinsel ist da. Ey, der Blick aufs Meer. Lasst uns fischen. Nein. Fischen würde ich in einem anderen Spiel. Und, okay. Zu welchen Außenposten sollten wir denn? Hallo. Zu welchem Außenposten? Darüber. Ah, der hier. Okay. Aber erst holen wir uns den. Sind aber auch wieder sehr nah aneinander. Gut, dann. Äh, runter geht's einfacher. Ich weiß nicht, ob das jetzt schneller war, aber. Hoppala. Ja. Und noch einer auf dem Weg zum Great One. So. Der nächste Außenposten. Dann fängt er wieder die Straße an. Und, ja. Nee, okay. Crispy. Crispy. Ich habe keine Ahnung. Please irgendwas caution when hunting. Okay, das ist so unleserlich. Was war das? Was ist das für ein Geruch? Was ist das für ein Geräusch? Das wird wie ein Hund. Ah, ich muss sagen, mir gefällt das Revier. Ist richtig schön.
Ich finde es richtig schön, ja. Dammhische gibt es ja wie sonst was. Fuck. Ja, da läuft was. Ein Schwein. Ein Schwein. Ein Schwein ruft mich an. Eine Sau interessiert sich für mich. Keine Ahnung, von wem das Lied ist. Aber es ist witzig. Okay. Auch einer. Ich glaube, ich muss eigentlich die höhere Leveligen erschießen. Hier die Vierer, die da irgendwo waren. Problem ist nur, die 7 mm hat nur einen Schuss. Da müsste ich eigentlich was nehmen, was gleiche Power hat, aber mehrere Schuss und nicht so einen harten Rückschlag und so. Wenn ich die alle erwischen. Oder ich muss halt einen erschießen, die wieder herancallen und so weiter. Aber gut. I grew up here, just west of the mountain range. We were a small community of outsiders living in sync with nature. No running water and only whatever electricity our generator could Hier provide. irgendwo. People from down in the local town used to call it a hippie commune, but I've never liked the term. It was about sustainable living first and foremost. We weren't just there to not shower and sing kumbaya all day. So when I say the place is part of me, I mean it. Mum's family can trace their lineage here to the 14th century, and we've accumulated a lot of stories over the years. Some of those are about an animal that holds a special place in my heart. Pākehā, I mean European settlers, released moose here about 100 years ago, and there haven't been any confirmed sightings since the 1950s. Ehrlich? But I swear to you, I saw one when I was little, staring straight at me out of a hazy morning mist. Ever since then, I've been determined to prove that they're still here. Even written a book about it. Or am writing a book about it, I should say. I can't give it the conclusion it deserves yet. I don't hold out much hope anymore. But I've got a few trail cameras scattered here and there. Usually just throw up deer herds and the occasional teenager behaving badly. But they're pretty low maintenance. One of them got knocked over and the battery's completely munted. So I'd like you to switch it out if that's not too much trouble. It's on the way to our next filming destination. Alles klar, hier gibt's Elche. Okay. Das passt so, nee, passt gar nicht ganz. Oder, nee, Elche waren nicht aufgeführt, also ich... Was ist denn mit dem Hund los? Alarmiert? Ruhig. Hört das Mensch? Ach, ist das okay. Ja, die Kanickel sind ja schon längst weg. Die zu jagen ist sehr nervig. Du kannst eins erlegen mit dem Gewehr aus der Distanz oder Flinte aus dem Nahkampf. Du kannst eins erlegen, wenn du Glück hast, dich nah ransteigen kannst mit der Schrot, kannst du vielleicht zwei erlegen. Auch mit der Kaschatur und die hat 6 Schuss. Ihre anderen sind sofort in ihrem Bau. Das ist richtig nervig. Aber warum sollte man die jagen? Ich meine, es bringt's außer nichts. Außer Geld. Meeresarm. Die haben Elche hierher gebracht. Wie haben sie das gemacht?
Spinning-Wolke. Into the outpost. There should be a battery pack on the table. Spinning-Wolke, Alter. Aktiviere dich. So, wieder irgendwelche komischen Jumpscares hier drin? Nein. I've been meaning to get out there for ages, but then my legs started acting up again. Nice to have the help. Okay. Das ist angenehm hier. Es wird Nacht. Dann lassen wir es Nacht werden, oder? Nee. Ich jag nicht gern bei Nacht. Da sieht man so wenig. Und ich muss sagen, ich finde das Nachtvisier eigentlich ganz okay, aber ich mag es nicht wirklich. Weil man nicht so nah rankommt. Sechs Uhr in der Früh, da stehe ich auch immer auf, tatsächlich. Jemand hat die Tür offen gelassen, unglaublich. Und so, oh, ich saß jetzt hier die gesamte Nacht. Na gut. Leute, das war's mit der Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut. Haut rein. Der Ruf kam von dabei, gell? Bis dann. Ciao, ciao.